Steuervorteil statt Doppelbesteuerung von Renten? Immer wieder bekomme ich Anfragen zur Doppelbesteuerung von Renten. Viele möchten wissen, ob in ihrem Fall eine Doppelbesteuerung vorliegt. Das Bundesfinanzministerium hat sich dazu geäußert. Mehr dazu gibt es in diesem Video. Mein Name ist Jutta Martin und ich recherchiere für euch, meine lieben Zuschauer, Aktuelles zum Thema Steuern und Rente und erkläre steuerliche Grundlagen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, so lohnt sich das auf jeden Fall, um alle Inhalte mitzubekommen und nichts mehr zu verpassen. Fragen und Anregungen schreibt bitte unten in die Kommentare. Sichert euch auch die kostenlose Checkliste speziell für Rentner. Den Link dazu findet ihr ebenfalls unter diesem Video. Bevor wir uns mehr zu dem Thema Doppelbesteuerung der Renten anschauen, so gucken wir erstmal auf die Definition, was Doppelbesteuerung der Renten überhaupt bedeutet. Wann liegt eine Doppelbesteuerung vor? Doppelbesteuerung von Renten liegt vor, wenn die aus versteuerten Einkommen geleisteten Versicherungsbeiträge zu Erwerbszeiten höher waren als der steuerfreie Teil der Rente. Anders ausgedrückt kann man auch sagen, der steuerfreie Anteil der Rente ist bei Rentenbeginn über die statistische Lebensdauer gesehen niedriger als die aus versteuerten Einkommen gezahlten Beiträge. Ja, klingt ein bisschen kompliziert. Ich habe deshalb auch den Text hier aufgeschrieben. Haltet das Video an, lest euch das in Ruhe durch, um das alles richtig zu verdauen. Der Bundesfinanzhof, der hat am 31. Mai 2021 zwei richtungsweisende Urteile zur Doppelbesteuerung von Renten verkündet. Beide Klagen wurden abgewiesen und das ist sicherlich vielen bekannt. Der Bundesfinanzhof hat aber gleichzeitig klargestellt, wie im Einzelnen eine doppelte Besteuerung zu berechnen ist. Darauf gehe ich hier jetzt nicht näher ein auf die Berechnung, weil das alleine schon ein eigenes Video wert wäre. Viele Rentner zahlen heute bereits Einkommensteuer und es werden jährlich mehr. Doppelt zugreifen darf der Staat aber nicht. Das hat nämlich das Bundesfinanzministerium bzw. der Bundesfinanzhof im Mai 2021 entschieden. Der Bund der Steuerzahler hat durchgesetzt, dass die Steuerbescheide hinsichtlich der Besteuerung der Basisrenten vorläufig zu stellen sind. Zu den Basisrenten gehören die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus den landwirtschaftlichen Alterskassen, aus den berufsständischen Versorgungseinrichtungen sowie die Rürup-Rente. Automatisch wird jetzt ein Vorläufigkeitsvermerk in den Steuerbescheiden berücksichtigt. Das betrifft alle Steuerbescheide ab Veranlagungsjahr 2005 und erfolgt so lange, bis die Verfassungsmäßigkeit der Steuerberechnung geprüft wurde. Das ist für die Rentner erstmal eine gute Nachricht, aber jeder muss selber nachweisen, dass eine Doppelbesteuerung vorliegt. Das bedeutet, dass die Unterlagen natürlich aufbewahrt wurden. Die Unterlagen müssen denn vorgelegt werden, um diesen Nachweis zu erbringen. Die grundsätzliche Besteuerung von Renten und sonstigen wiederkehrenden Bezügen ist gesetzlich geregelt und verfassungsgemäß. Diese Art von Einkünften gehört zu einer der 7 Einkunftsarten im Einkommensteuergesetz. Eine Doppelbesteuerung gibt es nur dann, wenn die aus bereits versteuerten Einkommen gezahlten Versicherungsbeiträge höher waren als der steuerfreie Teil der Rentenzahlungen. Das ist das, was ich eingangs schon mal sagte. In ganz bestimmten Fällen ist es allerdings möglich, dass eine Doppelbesteuerung stattfindet. Und das ist verfassungswidrig und muss unbedingt geändert werden. Finanzminister Christian Lindner hat die kürzlich beschlossenen Änderungen zur Rentenbesteuerung angekündigt. Allerdings helfen diese den jetzigen Rentnern überhaupt nicht und führen natürlich auch zu keiner Steuerersparnis. Dafür gibt es aber eine bessere Absetzbarkeit der Altersvorsorgebeträge während der Einzahlungsphase, also für die jetzigen Arbeitnehmer und Selbstständige, die in die Rentenversicherung einzahlen. Ursprünglich war die 100%ige Absetzbarkeit der Beiträge ab dem Jahr 2025 geplant.
Sie wird nun auf das Jahr 2023 vorgezogen. Wie hoch die Steuerersparnis für jeden Einzelnen ist, das kann man so pauschal nicht sagen, weil das von so vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Das hängt schon davon ab, ledig oder verheiratet oder verpartnert und viele andere Faktoren. Also da könnte man auch ein extra Video drüber machen. Auf jeden Fall sollte für die aktuellen Beitragszahler für die Jahre 2023 und 2024 eine Steuererleichterung zu spüren sein. Aber dafür trifft es sie auch später im Ruhestand doppelt hart. Nämlich erstens ist dann das Rentenniveau weiter gesunken und zum Zweiten sind 100% der Renten steuerpflichtig. Parallel dazu steigt der steuerpflichtige Anteil der Renten langsamer, also ab 2023 nur noch um 0,5% und nicht wie ursprünglich 1% pro Jahr vorgesehen, sodass die Renten, so sagen die Politiker, erst ab dem Jahr 2060 zu 100% steuerpflichtig wären. Aber wenn man sich das nachrechnet, ist das schon im Jahr 2058 der Fall. Also 2060, das stimmt auch wieder nicht, was die Politiker uns da sagen. Geplant war ja die 100%ige Besteuerung der Renten für das Jahr 2040. Der Plan ist also klar, dass die Rente besteuert werden soll, aber die Rentenbeiträge nicht. Die Pläne der Ampelkoalition zur Doppelbesteuerung der Rente werden so wohl nicht reichen. Von der geplanten Reform profitiert nicht ein großer Teil, sondern nur ein geringer Teil der Arbeitnehmer und das sind in der Regel die Topverdiener. Die Geringverdiener, die bleiben bei diesem Plan auf der Strecke. Es ist durchaus mit einer Klagewelle zu rechnen. Also man rechnet stark damit und erwartet diese auch. Zu Ende gedacht ist dieses Konzept auf jeden Fall nicht. Also meine Meinung, mal ehrlich, was soll diese Flickschusterei, ja? Die Anhebung des Grundfreibetrages auf mindestens 12.000 Euro wäre aus meiner Sicht schon eher ein Beitrag. Was meint ihr, liebe Zuschauer? Schreibt es unten in die Kommentare.